Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu dem Thema Welding 4.0 und heute beschäftigen wir uns insbesondere mit dem XNet Basisset, bestehend aus einem Software-Dongle. Darauf befindet sich die Software-Nutzungslizenz und die Installationsdatei an sich. Das heißt für euch, ihr habt auch keinerlei Folgekosten in Form von Usergebühren oder Nutzungslizenzen, wie man das heute so von Software kennt. Das heißt, ich kaufe einmal und nutze für immer. Grundsätzlich ist XNet modular aufgebaut. Das heißt, wir haben das Basisset, was auch das Grundgerüst der Software bildet. Und dann könnt ihr eben ganz nach Belieben mit dem Upgrade 1, 2 oder beiden zusammen individuell aufrüsten. Ich zeige euch 5 Gründe, die euch tatsächlich im Alltag als Schweißaufsichtsperson oder eben Schweißer wirklich mit dem Basisset helfen können. Unter anderem, wer interessiert sich denn nicht morgens, wenn er auf die Arbeit kommt, zum Beispiel als Schweißaufsichtsperson, was passiert jetzt gerade in diesem Moment in meiner Produktion? Wer schweißt? Wie lange haben wir überhaupt schon geschweißt? Welche Parameter werden verwendet? Sind die WPSen eingehalten worden? Das sind Informationen über Informationen, die ich so gar nicht auf den ersten Blick sehe und die mir auch überhaupt gar nicht auf den ersten Blick auffallen. Das XNet Basisset bietet uns ein sehr, sehr bequemes und übersichtliches Dashboard. Dieses Dashboard zeigt zum Beispiel an, was verbrauchen wir gerade in diesem Moment, heute im Vergleich zu gestern. Das heißt, ich kann auch meine Effizienz sehen, wie steigere ich meine Effizienz oder bin ich nämlich runtergegangen in meiner Effizienz. Verbräuche beziehen sich zum Beispiel auf den Energiebedarf aus der Steckdose, die Drahtmenge, Schutzgas, Plasmagas, Prozesszeit von gestern und heute. Dann haben wir die Ereignisse zum Beispiel, also ich kann mir auch Ereignisse anzeigen lassen. Ereignisse wären zum Beispiel Dinge wie das Schweißgerät geht in eine Störung, weil Kühlmittel fehlt oder das Schweißgerät wurde gerade eingeschaltet, das wurde ausgeschaltet, mit dem Schweißgerät ist irgendwas passiert, also da werden die ganzen Ereignisse aufgezeichnet. Und ich habe einen Punkt Schweißdaten. Bei den Schweißdaten sehe ich sofort, wie lange wurde geschweißt, was wurde überhaupt geschweißt. Und war das in meiner vorgegebenen Range, die ich vorher eingestellt habe, also Min- und Max-Werte. Diese schöne Übersicht im Dashboard bildet den ersten Grund unserer versprochenen 5 bei dem XNet Basisset. Grund Nummer 2 behandelt ein ganz, ganz wichtiges Thema und zwar die Wartung der Schweißgeräte. Wer von euch weiß, wann und was an eurem Schweißgerät repariert wurde? Wann habt ihr mal die Düsen gewechselt? Wann habt ihr mal den Brenner gereinigt? Wann habt ihr mal den Koffer ausgeblasen? Weiß kein Mensch, weil die meisten das vergeben an einen Subunternehmer, der für euch die Arbeiten übernimmt. In XNet habt ihr die ganz, ganz einfache und übersichtliche Darstellung, wann, was und von wem gewartet wurde. Das heißt, auch ein Subunternehmer könnte von euch im Prinzip einen Zugang zu XNet bekommen, der natürlich sehr eingeschränkt ist und damit auch die ganzen Wartungsarbeiten, die ihr tätigt, in XNet sofort live eintragen. Und ihr seht's. Grund Nummer 3. Ich habe meine Kosten im Überblick. Ich sehe auf Anhieb, was kostet mich der Meter Schweißnaht. Verbrauch von Gas, Draht und auch die Energie, die ich aus dem Netz ziehe, zeichnet XNet auf und zeigt mir das übersichtlich in einem Diagramm. Grund Nummer 4 ist die bequeme Effizienzanzeige, mit der XNet mir zeigt, was ich geschweißt habe, wann ich es geschweißt habe und wie viel ich dafür verbraucht habe, also an Draht, Gas und so weiter. Grund Nummer 5. Ich kann die Schweißdaten und Verbräuche einem bestimmten Barcode zuweisen. Das Ganze ermöglicht mir dann eben auch die Übersicht und die Einteilung, zu welchem Projekt, zu welchem Bauteil bezog sich überhaupt die oder jene Schweißnaht. Diese 5 Gründe erleichtern euch den ersten Schritt in Richtung Digitalisierung in eurer Schweißproduktion. Hier geht es direkt weiter mit unserem XNet Erklärvideo und vielen weiteren Filmen auf unserem Kanal. Wir würden uns über eine Bewertung freuen. Schreibt uns gerne einen Kommentar und abonniert unseren Kanal und lasst ein Like da.